herzlich willkommen an diesem Tag, der bereits etwas fortgeschritten ist. Es ist nämlich bereits später Nachmittag. Ist eigentlich ganz schön so am Nachmittag, wenn die Sonne da so in den Zelteingang reinscheint. Auch für die Tomaten ganz gut eigentlich. Die bekommen da eigentlich ganz gut Sonne ab. Ich war heute nämlich schon sehr aktiv. Ich habe zeitig in der Früh eine Reise unternommen. Vor 2 Jahren bin ich den Sommer über 10 Wochen lang mit einem Floß herumgereist. Da ist das Zelt auf dem Floß gestanden und wir waren 10 Wochen hier in der Gegend in Schweden unterwegs. Und dabei haben wir natürlich viele schöne Orte gesehen. Und ein Ort, den würde ich jetzt gerne wieder aufsuchen. Und zwar war das eine Insel, nicht weit vom Land weg. Und auf dieser Insel, es war eine Vogelschutzinsel, dort auf der Spitze von einem Baum war ein Adlernest. Und damals haben wir gesehen, dass dort Adler nisten, vermutlich auch junge, aber wir waren zu weit weg, wir haben nicht nah genug hinfahren können, um sie auch nicht zu stören. Oder auch gar nicht mit der Drohne hinfliegen, das würde man da auf keinen Fall tun. Aber jetzt mit dem langen Teleobjektiv würde ich mich gern mal am Land, am Festland in die Nähe begeben. Es sind vielleicht nur 50 Meter, wo die Insel vom Festland weg ist. Und da würde ich gern schauen, ob in diesem Jahr ein Adler dort wohnt und ob jemand zu Hause ist. So, der linke oder der rechte Weg? Wir fahren mal da weiter. Es wäre gut gewesen, wenn ich mir die Karte zuvor heruntergeladen hätte. Oder eine analoge Karte dabei hätte. Ich weiß nur, irgendwann muss ich über die Eisenbahn drüber fahren. Aha. Hier ist die Eisenbahn. Hey. Oh, aber hier gibt's Internet. Aha. Aha, ich sehe, wo ich bin. Ich bin verkehrt. Ich hätte den anderen Weg nehmen müssen, vorne. Oh na, Blödsinn, ich bin... Oh, bin ganz verkehrt. Okay, nochmal zurück. Ja, da ist ein Hase im Feld. Oh, da ist er. Immerhin haben wir bereits ein Tier gesehen heute. Okay, weiter geht's. So, hier kommt die Eisenbahnüberquerung. Sieht aus, als ob kein Zug kommt. Und hier ist der Wendeplatz. Und den erkenne ich wieder. Da war ich vor 2 Jahren mal. So, zu Fuß geht's weiter. Und die Sonne kommt raus. Das ist auch gut. Das finde ich an Schweden so toll, dass es überall so diese kleinen Rastplätze gibt irgendwo. Manche auch mit Hütten, wo man übernachten kann. Aber einfach da, wo man zum Lagerfeuer machen, Grillen herkommen kann. Und das ist unweit von der Insel. Die ist gleich da vorne. Das ist übrigens auch genau der Platz, wo wir vor 2 Jahren geankert haben. Das da vorne ist die Insel. Ich habe gerade vorher beim Hergehen schon einen Vogel kreisen sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das der von da war. So wie es jetzt von da aus schaut, ist gerade niemand zu Hause. Ich würde auf jeden Fall noch mal da rüber an diese Landzunge gehen, weil da ist man um einiges näher an der Insel als von hier. Sollte man einen besseren Blick drauf bekommen. So, die Kameras sind alle aufgebaut. Jetzt werde ich noch die Mikrofone zum Wasser runterstellen.
damit ich nebenbei ein paar Tonaufnahmen von der Umgebung machen kann, die Geräusche. Ich hätte noch was zum Lesen mitnehmen sollen. Ich bin vermutlich auch schon ein bisschen spät dran. Ich wollte eigentlich sehr früh hier sein, so um 7, zwischen 6 und 7, was für mich sehr früh ist. Aber ich habe es nicht ganz geschafft. Das Bett war in der Früh doch zu gemütlich. Ich merke gerade, ich habe meine Wasserflasche im Auto vergessen. Das ist doof. Immerhin habe ich meine Paprika-Jause mit dabei. Hat auch viel Wasser drinnen. Auf der anderen Seite von diesem See hier, da drüben, geht die Straße vorbei. Wenn man hier sieht. Jo, ich höre ein Auto kommen. Es passiert etwas Spannendes. Ich kann ja schauen, ob man es verfolgen kann mit der Kamera. Ja. Wo ist es? Da. Gar nicht so leicht mit so einem langen Objektiv. Ja. Und verloren. So, zurück zum Adlernest. Das klingt jetzt auf einmal schnell. Ich habe es zuerst kommen hören, also den rufen und dann schnell wieder alle Kameras eingeschalten. Der Wind weht auch dort ziemlich stark. Stellt ihm hinten die Haare auf. Und weg. Das war eine kurze Zwischenlandung. Ich sehe ihn schon nicht mehr. Aber das ist so spannend. Da sitzt man, also ich bin jetzt, weiß ich nicht, Stunde sicher da gesessen, 1,5. Und dann plötzlich passiert etwas und dann muss man eben schnell sein. Und wenn dann die Kameras nicht alle laufen oder man vergisst dann im Stress, wo muss ich was einschalten, das kann schnell passieren. Genau. Ah, schön. Auf jeden Fall haben wir es einmal drauf. Ich meine insgesamt 3 gesehen zu haben. Also es war einer im Nest und dann sind noch 2 weiter oben herumgeflogen. Das war leider genau über den Ästen. Die habe ich nicht filmen können. Aber mal schauen. Vielleicht sehen wir noch mehr. Ich höre wieder etwas. Ah, da rechts drin. Komme ich da rüber? Irgendwo da fliegen sie. Ah, da. Oh, wow. Wo ist er?
Bist du? Es ist so. Es ist so. Es ist so unglaublich schwer zu filmen. Aber ich glaube, das war gerade ein paar sehr schöne Aufnahmen. Wenn die wüssten, was da zu ihrer Linken sitzt im Baum oben. Ist dann auch immer so die Frage, wie lange soll man die Kamera laufen lassen, wie lange bleibt man überhaupt hier, passiert noch was Spannendes, passiert nichts Spannendes. Das ist besser als jede Fernsehsendung. Man könnte auch eine Serie machen. Jojo sitzt im Wald und isst Paprika. Früher habe ich Paprika gar nicht mögen. Ist noch gar nicht so lange her, erst ein paar Jahre, wo ich mir gedacht habe, na, ich kann erwachsen genug sein und meinen Geschmack ändern. Und siehe da, es funktioniert. Also nur bei roten Paprika, bei grünem und gelbem nicht. Und am ehesten auch nur, wenn er frisch ist. Also unverarbeitet oder in einer, nicht auf der Pizza oder so zum Beispiel. Da ist es nicht so gut. So finde ich tatsächlich lecker mittlerweile. Mich würde es ja auch interessieren, ob der Adel mich bemerkt, also ob er weiß, dass ich da bin. Ich vermute fast. Da sitzt er. Auf einem anderen Baum. Jetzt hat er sich dort einen Platz im Schatten gesucht. Vielleicht wird es zu heiß in der Sonne. Es ist jetzt ungefähr Mittag. Das Gute ist, bis jetzt war es immer so, dass bevor er losgeflogen ist, hat er zu rufen begonnen. Das heißt, man hat so eine leichte Vorwarnung, wann es weitergehen könnte. Und trotzdem haben wir so ein bisschen die Angst, dass, wenn jetzt die Kamera ausschaltet, dass er genau dann wegfliegt. Ja. So, wohin fliegt er? Jetzt haben wir zum Ende noch eine schöne Landung gehabt. Ich könnte noch stundenlang oder tagelang da sitzen. Ist ja auch mal spannend, so eine ganze Woche hier zu sitzen, einfach zu schauen, was passiert. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Oh. Jetzt sehe ich gerade beim Zusammenpacken, hinter dem Rucksack liegt die Wasserflasche. Ich habe sie doch mit dabei. Kann ich zumindest gleich mal leichter machen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch viel Zeit in der Natur und nicht vergessen, immer genug zu trinken mitzunehmen. Bis nächste Woche in Jojos Camp.